English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich hatte es schon angedeutet oder versprochen. Wir sind hier in Togo im Busch. Da wollen wir heute auf Schlangensuche gehen. Wir haben 3 Trapper engagiert, ne? Beziehungsweise hier heißen sie Chasseur, Fänger, ne? Chasseur, Togo, französischsprachig. Und wir sind jetzt, ja, ich zeige es euch gleich auf der Karte, ungefähr eine Stunde von Lomé, von der Hauptstadt weg. Scheinbar ganz vielversprechend hier und hoffen wir, dass wir was finden. Hier sind wir, der blaue Punkt, also von links unten, ne, die Stadt, die man sieht, ist Lomé. Also sind wir südöstlich von Lomé, circa, naja, das ist nicht viel, das sind keine 50 Kilometer, vielleicht 30, 40 Kilometer südöstlich von Lomé. Unser Auto fährt gerade davon, er ist auf dem Miniweg hier, ist der hergefahren, ne? Also unsere Trapper sind auf den Motorrädern vorausgefahren. Und wir mit dem Auto diesen Trampelpfad hinterher. Ne? Da killt natürlich jedes Auto. Also wir sind hier mit, ich stelle gleich mal unseren Trupp vor, das ist der Nono, das ist mein Freund hier, gehört zur José Sambo. Er begleitet mich immer hier, oder er ist mein, wie soll ich sagen, meine rechte Hand hier. Und hier haben wir den Chasseur. Ado. What can you ask him? What can we find here? What in this area? What kind of snake or animal is in this area? Ok, mi pona lézard varan de terre. Savannah. Okay. Viper. What viper? Arritans. Bitis arietans. Okay, puff order. Okay. Et ni bakpona ni naja ke craché na. Naja nigricolis. Naja nigricolis. Das ist Cobra. Weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Nigricolis. Nigricolis is spitting cobra? Yeah, spitting. Okay, spy cobra. Okay. Bon, here, bon, vla fo ni bakponi. Yambo. The Melaleuca is rare. Naya melanoleuca. Yeah, Naja Melaleuca. The whites. The black will have whites here. What is also here? Yeah. So two cobra here. And ball python also in this area or not? Python also. And I see is different area here. Some is farmland like here, some is more bush. So is some snake are this area, some snake other area, or? Our area here we saw only the same thing. Yeah. So we find the same area, we can find puff otter and we can find ball python, we find cobra, all same. Yes, all same here. Scorpion noir. Black scorpion also. Okay. And if you hunt, how you do? You hunt only in the day or in the night or? Here they do the things in the day and not nights. Okay. So just look around for the holes, and if you see holes, you dig the holes up. Okay. Mikune. If they see the hole, if there's something they inside, they know, and
They know what can be Yeah, inside, and then they inside. dig. Yeah, they dig. You think we find something? Ebo kana di bila pon. Mila po. Neja scorpion to tafia mi tro ngbudu vile ko mi aku ma po do mi ko. They always see the hole for scorpion, but as is no scorpion, you come from living. But if you like, you can see scorpion. No. Okay. Yeah, better snake. Yeah, snake is snake to me. Aha, okay. Okay. Mi zo mi yin ko gbe. Let's go. Let's go. On y va. Okay. Merci. Der Ablauf ist immer ein bisschen der gleiche. Ihr kennt es von anderen Folgen vermutlich. Es ist hier wieder landwirtschaftliches Gebiet. Da geht es in der Regel los. Die Reptilien sind ja auch oft Kulturfolger. Und die Landwirtschaft zieht Nager an, Mäuse, Ratten oder Nagetiere. Und da, wo die Nagetiere sind auch die Reptilien, zumindest die Schlangen, vielleicht auch die Warane. Und eben das fängt dann immer so an, dass man den Jungs hinterherläuft. Man weiß noch nicht so richtig, was man davon halten soll, was es wird. Aber es ist immer spannend. Okay, hier sind wir schon mal deutlich bewaldeter. Und die sind schon am Suchen. Also es ist hier definitiv, das was wir jetzt hier sehen, ist definitiv kein Königspython-Biotop. Dazu erst viel zu viel Bewuchs. Mal gespannt, in welche Richtung das dann geht. Irgendwas haben sie gefunden. Stehen da, ich soll kommen. But this hole, you see this hole, you can know that something there inside. Okay. But now you don't know the animal who they inside. They know something inside, but they don't know exactly what inside. You can jog that. Okay. Also irgendwas. But you can see, because it's smooth, you see. Also der Eingang, ne, man sieht, dass der so schön flach, ne, so schön, wie soll man sagen, so schön ausgetreten ist der Eingang, ne, so schön flach gedrückt, platt gedrückt. Daran sehen die, dass auf jeden Fall was drin sein muss. Sie wissen nur noch nicht was. Und jetzt kommt der stressige Teil. Jetzt müssen sie graben. Das Handy darf nicht fehlen. Jeder hat ein Handy in der Hand. Das ist witzig, ne? Immer muss gegraben werden, wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, geht es einfach. Wenn man Pech hat, kommen irgendwelche Wurzeln, sonstiges. Und wenn man noch mehr Pech hat, geht es so weit kreuz und quer und tief und runter, dass man am Schluss nichts mehr findet. Es wird spannend scheinbar. Ich muss sagen, das wäre dann ein absolut erfolgreicher Tag. Guck mal, hier sieht man das Loch, wie es weitergeht. Das wäre erfolgreich, wenn wir jetzt was Tolles finden, weil wir sind hier noch, da bewegt sich was. Oh, ich glaube Puffotter. Puffotter? Mhm. Ey, first time I catch. Ey, tatsächlich eine Puffotter ist da drin. Habe ich bis jetzt auf meinen Trips einmal auf der Straße eine gesehen, aber noch nie ausgegraben. Und eben, was ich gerade erzählen wollte, wir sind
Wir sind wirklich bloß, wirklich bis jetzt, also wir sind vielleicht gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Ah, hier. Die kriecht weiter ins Loch. Für die zart Beseiteten unter euch, beziehungsweise die zu Recht sich Sorgen ums Tier machen, ja, das ist ja richtig. Aber die haben das wirklich drauf. Ah, da kommt sie raus. Okay. Okay. Die hat jetzt bestimmt schlechte Laune, schätze ich mal. Die lassen wir natürlich da. Beziehungsweise, gut, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, was ich euch gerade erzählen wollte, dass hier drüben ein Bauern- oder landwirtschaftliches Feld ist. Und die haben natürlich keine Lust, mit neben der Puffotter zu arbeiten. Ja, da drüben steht der Bauer schon. Hier dem Nono, seine Helferin. Die will natürlich auch mit aufs Bild. Das sind so die Poser-Fotos. Okay, schönes Tier. Ich würde dem Schwanz nach Weibchen vermuten. Also er sagt auch, ist ein Weibchen. Die Babys, die sind schon irgendwo unterwegs. Ja toll, da waren wir echt gleich mal richtig erfolgreich, freue ich mich. Schauen wir weiter, was wir noch finden, aber der Tag schon mal gut gelaufen bis jetzt. Die Zähnchen doch. Sie reagiert schon auf meine Kamera. Ich hoffe, der hält die gut. Ich hab gefragt, ob wir sie mal kurz ein wenig abwaschen können, dass wir die Farben besser sehen können. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit seinen Handschuhen da, aber naja, es gibt einem dann manchmal irgendwie doch ein Gefühl der Sicherheit. Ja, liebe Leute, ich weiß, der Shitstorm ist vorprogrammiert. Die arme Schlange, habt ihr recht, geht mir auch so. Ja, und eben, wenn ihr euch die Zähnchen anguckt, die sind knapp 2 cm lang. Der Bauer hier auf dem Feld, der will die 2 cm Zähne nicht auf seinem Feld haben. So the snake we can bring somewhere else and release. Ah, okay. You can release. Der Bauer findet die far away. Ja. Der Bauer findet es nicht gut, dass wir die woanders freilassen wollen. Aber der Bauer, wir lassen sie woanders weg. Der Widerspruch übers Freilassen. Okay. Der möchte, dass wir den Kopf abhauen. Ja. Aber nee, das machen wir nicht. Also ich bezahle die hier nicht, damit wir hier der Schlange den Kopf abhauen.
Der Kollege macht wieder ein klares Schiff hier. Das machen sie auch jedes Mal. Ne? Das ist wieder was, wo der Bauer will. Ne? Da sagt er nicht nein. Ne? Die Schlange, die soll man umbringen. Aber sein Feld, das müssen wir wieder schön glatt machen. Also weiter geht's zu neuen Abenteuern. Die lachen gerade noch da vorne ein bisschen, die drei, wegen dem Farmer hier. Ne? Weil wir gesagt haben, weil die jetzt woanders freilassen wollen und er hat es gehört. Und da sind die gerade wegen am Lachen, weil der sich so echauffiert hat. Ne? Also wir haben es ja gerade nochmal gesagt, die Farmer hier natürlich, wenn die so eine Puffotter sehen, hauen die der gleich den Kopf ab, weil das ist natürlich, oder die Puffottern sind schon wirklich gefährlich, ne? Da passieren brutale Unfälle. Interessanterweise anders wie zum Beispiel die Mambas oder auch die Kobras, also auch gerade speziell Mambas, passiert nichts. Die Mambas sitzen auf dem Baum und machen nichts. Für uns sind die so verpönt. Hier haben wir Pandinusbau. Okay, hier. Die Praktikantin sozusagen will Irving mit hinlangen. Naja, macht es ja gar nicht so schlecht. Aber ich befürchte, die hackt dem Skorpion den Kopf ab. Die Jungs sind am Lachen. Alle amüsieren sich. Ja, tatsächlich. Kleine Pandinos sind drin. Ja, sind auch schon ein bisschen größer. Same time like the eggs from the python, the scorpion have the baby, yeah? And the mother will be also inside? Or? Ah, okay. Ja. Aber das ist echt interessant, wie der irgendwie ahnt. Ah, da ist hier. Ah, no, baby. Another baby. Here is more baby here. Only baby. Vielleicht auch interessant für die Skorpionhalter unter euch. Schaut es euch mal genau an. Das ist, also wir würden eigentlich Sand dazu sagen, aber es ist, also hier sagen sie Erde dazu. Gut, wenn ihr jetzt mal guckt, jetzt haben wir einmal im Kreis gegraben. Sorry, jetzt habe ich gerade meinen Satz verloren, aber witzig, jetzt sind wir wirklich genau einmal im Kreis. Hier. Deux? No. Okay, richtig hübsches
Hübscher großer Pandinus. What do you normally do with the scorpion? They catch them also or they release? Oh, You leave it. Ah. Okay, also. oh, You don't eat. no. Why? You eat viper, but you don't eat why? He's not big enough to eat, or not? You don't big to eat. Okay, also der Skorpion darf da bleiben. Da hat nicht einmal der Farmer was dagegen. Noch ein bisschen für die botanisch Interessierten. Ja, also hier haben wir so ein landwirtschaftliches Feld und die machen hier so eine Mischkultur. Also die kleinen Pflänzchen, die wir hier sehen, ja, die grünen, das ist Mais. Und die Stöcke hier vorne, ja, der Stock, der hier so in der Erde steckt, ja, oder da hinten, der grüne, hinten dran auch nochmal, ne, überall gucken ja so kleine Stöcke raus. Das ist Cassava. Ne? Cassava ist ja so das, ich würde mal sagen, bald das westafrikanische Grundnahrungsmittel, ne, aus dem Cassava. Das ist so eine Wurzel, eine Knollenfrucht, ne, kartoffelähnlich vielleicht. Da wird ja das Fufu gemacht. Ne? Das ist so eine große Knolle, die wird zerstoßen, macht man das Fufu draus. Ganz wichtig. Eben. Und angebaut wird die, dass man einfach so, man nimmt einfach so einen Cassava-Stock, steckt ihn in die Erde und dann zieht der Wurzeln und die Cassava-Knollen wachsen da unten drunter. Aber eben, was ich eigentlich toll finde, dass sie das mischen, ne? Das Cassava mit dem Mais, dass sie hier so eine Mischkultur anbauen und nicht nur, wie man es ja in Europa macht, diese Monokultur, ne, die ja so schädlich sind eigentlich für die Böden. Wir haben 13 Uhr, also High Noon sozusagen, hat gute 30 Grad. Ich hatte in früheren Filmen immer schon Thermometer dabei, ne, habe gemessen, ist eigentlich auch recht interessant, die Temperatur zu sehen, aber die habe ich schon so oft gemessen, also ich würde, ja, wir haben jetzt gute 30 Grad, 32 schätze ich mal sowas, 31, 32. Wenn ihr mal schaut, hinter mir, der Himmel ist diesig, ne? Also es scheint keine Sonne direkt, so ein bisschen, so ganz leicht werfe ich einen Schatten, ne? Also die Sonne ist hinter den Wolken, man wirft einen Schatten, aber es ist ein schattiger Tag, ne? Und 32 Grad, das ist so das Thema, wie warm braucht es der Königspython, ne? Da heißt dann, ja, der braucht eine kühle Stelle oder ein Temperaturgefälle. Also Leute, schaut euch hier um. Es gibt hier kein Temperaturgefälle. Die 32 Grad hat es überall. Rechts, links, oben, unten. Und selbst in der Erde drin. Wir haben ja früher auch schon in der Erde gemessen. Ne, da wo wir vorher gegraben haben, in den Höhlen haben wir ja auch schon gemessen. Die Erde hat auch 30 Grad. Ja, also es gibt hier wirklich keinen Platz, der 26 oder 27 Grad hat. Das gibt es morgen früh um 5 mal. Und sobald die Sonne um 7 aufgeht, geht es wieder Richtung 30 und über 30. Ja, so ist das Klima hier. Hier mal ein bisschen aus dem Leben eines togolesischen Kleinbauers. Der hat hier seine Unterkunft. Ja, wenn er mal schaut, das ist so sein Standpunkt oder wie soll man sagen, sein Ausgangspunkt. Da kocht er sich sein Mittagessen. Da hinten in dem Kanister gibt es Wasser. Ja, meine Fänger hier, die bedienen sich hier, die haben gefragt, die bedienen sich hier am Kanister. Am Wasserkanister dürfen sie was trinken. Hier. Ich werde es mir in dem Fall verkneifen. Durst hätte ich eigentlich schon auch. Aber ich glaube lieber ein bisschen Durst wie morgen Durchfall.
mein verwöhnter Europäermagen wird das wahrscheinlich nicht ganz vertragen, könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Naja, wie gesagt, interessant zu sehen. Da wird er den ganzen Tag hier am Arbeiten sein. Ne? Hier haben wir dann ein Feld mit Mais, der ist ein bisschen höher wie der vorher. Ja, der Mais steht schon höher, den kann er wahrscheinlich in 2 Monaten ernten. Oder, beziehungsweise der ist einfach 4 Wochen weiter wie der andere. Naja, und da arbeitet er. Da hat er seinen Ausgangspunkt hier. Ne? Das ist der Alltag. Der Alltag von einem togolesischen Bauern. Der Nono will mir noch irgendwas zeigen. Ha? You know that's ach, das perdrix. They call it in French perdrix. Okay, Perdrix. Da hat er sogar ein kleines Essen am Grill. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich habe zwar die Grillstelle gesehen, aber nicht, dass der da am Grillen ist. Der nimmt es gleich vom Feuer runter. Naja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also das würde ich glaube auch essen, wenn ich Hunger hätte. Okay, naja, da macht er sich sein Mittagessen. Hier auf dem Ding. Ne? Da wird es halb geräuchert, halb gegrillt. Ach so, da war die Schale drauf, deswegen habe ich es nicht gesehen. Genau. Okay, naja, cool. Hier. Töpfe, Teller, alles steht bereit. Cool. Bye bye. Over. Okay, geht's weiter hier. Ja, cool. Jetzt gucken wir mal hier über den Acker stolpern, dass wir dem natürlich nicht sein Mais zusammentrampeln. Hä? Escargot? Yeah, snail. Snail. Yeah, it's a maybe, yeah. Ah. Okay, vielleicht noch eine Schnecke. Ah, snail. Ah. So the snail make the hole? No, it's No. not for him. Aha. It's not for them. But they enter. Yeah. Okay, also 3 Schnecken haben wir auch. Hier, die 2 sind auch am Graben. Vom Gebiet her, so das Offene hier, das wäre jetzt meiner Meinung nach auch Königspython tauglich. Ha? Rat. Eine Ratte hat rausgeguckt, unglaublich. This is Python hole, huh? Normally or not? Yeah. Ja, this is. Also die sagen da typische Python-Höhle eigentlich. Hier haut sie ab. It's baby. So eine Baby? Yeah, it's baby Ritz. Here? Is big or not? Is not baby? It's baby, yeah. Okay, also das wäre eine Babyratte, sagt er. Ich fand die recht groß. Also, das ist klassisches Python-Biotop hier, sagen die auch. Nicht nur ich. Wenn er jetzt mal den Unterschied anschaut, eben Königspython, der mag es noch heißer, ne? Der lebt nicht im Gebüsch, sondern der lebt echt mehr so auf dem offenen Gebiet wie hier. Haben wir ja auch schon in anderen Filmen gezeigt, aber einfach zum es nochmal betonen. Der hat eigentlich seinen Bau in der prallen Sonne, weil er es echt bullig heiß will da drin. Ne? Also das ist ja ebenfalls so ein landwirtschaftliches Feld, das sie gerade aber wahrscheinlich abgebrannt haben wieder. Und das ist klassisches Königspython-Gebiet.
Das Glück verlässt uns. Wie gesagt, so kenne ich das. Meistens gräbt man umsonst. Wenn es so einfach wäre und bei jeder Höhle was drin wäre, dann könnte es ja fast jeder. Ne? Für alle Schokoladenliebhaber unter euch, hier kommt die Schokolade her. Ja, kommt nicht aus der Schweiz. Kommt hier aus Afrika. Ne? Also das ist so eine Kakaoplantage hier, oder eine Kakaoanpflanzung, ne, nicht eine Plantage. Das ist hier so ein Feld, kleineres Feld mit Kakao. Ja, das hat sicherlich nicht die Ausmaße einer Plantage. Ja, da hängen die Kakaofrüchte dran. Sind noch nicht reif in der Größe natürlich. Müssen noch größer werden und dunkel. Und dann kann man sie auch so essen, dann kann man sie so ablutschen. Das schmeckt sogar eigentlich richtig gut dann. Hier haben sie gerade so Fallen gefunden. So this is what you catch? Grascutter or what? Yeah, Grascutter. Grascutter. Yeah, Grascutter. Die sehen ganz schön primitiv aus. Die Fallen. Ja, aber diese Grascutter, wie gesagt, das sind so Nagetiere, ne? Ähnlich so unseren Feldhasen oder was, kann man wegen sagen. Also eine Mischung aus Bisamratte und Feldhase. Und die werden hier viel gegessen in Westafrika, da habe ich ja schon öfters gegessen. Das ist halt so, ja, wie gesagt, so ein Nagetier. Und jetzt gerade zufällig hier am Vorbeilaufen sind diese Fallen hier gekommen. Solange die hier am Fachsimpeln sind, nutze ich die Zeit für ein Outro. Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage, hat es mal früher geheißen. Das war Teil 1 im Busch von Togo. Ich freue mich wirklich über die Puffotter. Haben wir noch nie eine gefangen. Ich betone es nochmal, das Tier tut mir auch leid. Das soll nicht gefangen werden, aber es soll natürlich auch nicht bei dem Bauer auf dem Feld sein. Deswegen muss es leider weg. Ist nichts für zarte Nerven, oder das tut jeder Tierliebhaberseele natürlich weh, wenn die gefangen wird, das verstehe ich. Nichtsdestotrotz, wir schauen weiter, was es hier noch so gibt. Es folgt der Teil 2. Bleibt mir treu, check my balls. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.